Amen. Amen. People want to. Do you all want to look at me? No, okay. Can we see? Can we see my face? Okay. Just following orders. So we were looking yesterday at the word counterpart, Gestern haben wir das Wort Gegenstück betrachtet and perhaps for some of us, und vielleicht für einige von uns, when you actually begin to study the word, look at the definition, Wenn it's man- different to what you expect. wenn man anfängt, das Wort so betrachtet und die Definition des Wortes zu erkunden, dann ist man vielleicht überrascht, weil es etwas anderes bedeutet, als man erwartet. I find this is a good example of how to have a broad understanding of a word. Für mich ist es ein gutes Beispiel dafür, dass man von einem Wort ein weiträumigeres Verständnis haben How kann. you can develop your understanding of a word that obviously comes from a different language and how we use that word. Und wie man dann, auch wenn es ein Wort von einer anderen Sprache kommt, wie man es dann verstehen kann und dann auch, wie man es benutzt. So we'll go back to the very beginning. Also wenn wir wieder ganz zum Anfang zurückgehen. Counterpart, when we looked at it, is an ancient French word. It's made of two parts. Dieses Gegenstück ist ursprünglich von einem französischen Wort und zwar zweiteilig. And it means what? Und was bedeutet das Wort nochmals? Oder diese Worte, diese zwei? Brother Roland, what does counterpart mean? It's a proper, original, foundational definition. In der ursprünglichen, grundlegenden Definition. Duplicate? A little bit more. Noch ein bisschen mehr? Gegenstück. Counterpart. Ein A duplicate what? Duplikat, ein legales Dokument. Good. A legal document, ja. So duplicate legal document. Ein Duplikat, ein legales Dokument. That's where we start. Dort haben wir angefangen. And then we spoke about the necessity of each of us having a common, I used the example of a common Bible. Und dann haben wir die Notwendigkeit erkannt, dass wir eine allgemeine Bibel oder eine gemeinsame Bibel benutzen. And we see that we begin to have problems when my Bible says something different to yours. Denn wir haben erkannt, dass wir zu Problemen kommen, wenn wir erkennen, dass meine Bibel etwas anderes sagt als deine. In fact, I know people who struggle with revised versions. Ich weiß, ich kenne Leute, die Probleme haben mit diesen überarbeiteten Übersetzungen. They say things like there's missing verses Und dann sagen sie, da fehlen sogar ganze Verse. or the verse numbers don't tie up with, say, the King James. Oder die Verszählungen sind nicht gemäß der King James Bibel. So in order for us to work together, we must have counterpart Bibles. Damit wir gemeinsam arbeiten können, müssen wir die gleichen Bibeln haben oder eben diese Kopie, die gleiche Kopie. We moved away from objects to people. Wir haben dann unseren Fokus nicht mehr auf die Gegenstände gelegt, sondern auf Personen. When you do that, you cannot have duplicates. Wenn man das macht, dann kann man man kann keine Duplikate So haben. now you have to refine or expand your understanding of how to use this word. Dann muss man das Verständnis nochmals verfeinern und auch erweitern, wie man dieses Wort gebraucht. So now, when we talk about people, we're looking at things that have similar characteristics, similar properties. Wenn man über Personen spricht, dann spricht man vielmehr über die Charaktereigenschaften, die ähnlich sind. So we can have this idea that they're identical, but we know in real life they're not really identical. Man kann diese Idee verfolgen, dass sie identisch sind, aber wir wissen, dass im echten Leben zwei Personen ja nicht identisch sind. I gave two examples. 2 Beispiele habe ich angebracht. The first, Das erste Beispiel: identical twins. eineige Zwillinge. They're duplicates physically of one another. Sie sind körperliche Kopien voneinander.
And the second example I gave, Das zweite Beispiel. I didn't use this word, Ich habe nicht folgendes Wort genutzt, just gave examples. sondern nur Beispiele genannt. But we'll use the word protege. Aber wir nehmen jetzt das Wort Protagonist. So it's a new word, we haven't spoken about it. How do we understand the word protege? Nicht Protagonist, sondern Schützling. Wie benutzen wir oder wie verstehen wir das Wort Schützling? What's protege? Do you have it? Someone who is under care of someone. Someone who's under the care of someone? Also jemand, der unter dem Schutz von jemandem steht. Oh, okay. So we'll leave that word if we haven't heard of it. Wenn wir das Wort noch nicht gehört haben, dann lassen wir das mal. So we'll stick to what we had yesterday, Dann verbleiben wir bei dem, worüber wir gestern gesprochen haben. which was examples of people who had very similar characteristics as people in the past. I didn't get that, sorry. Like a modern day sportsman, they say that he's the modern day version of Okay. an older person. Also wir haben gestern über Personen gesprochen, wo sie sagen, er ist quasi so die Kopie von einem vorangegangenen Menschen. Zum Beispiel bei einem Sportler, wo man dann sagt, ach, das ist der Sportler wie damals vor 50 Jahren der Sportler. Is it E? Must be spelling it out. It's like that. Yeah. Looks French. So protege Ein Schützling is someone who receives support or protection from normally their boss or someone above them. oder auch Günstling ist normalerweise einer, der geschützt oder eben Vorteile von jemandem bekommt, der über ihm steht, wie zum Beispiel ein Mitarbeiter von seinem Chef. At school, we would say you're the teacher's pet. In der Schule würde man sagen, du bist das Haustier des Lehrers, It's someone who der receives Lieblingsschüler. special status or special favor. Du bist einer, der einen besonderen Status hat, der besondere Gunst bekommt. Often, the word is used for someone who has a special talent that makes them stand out above everyone else. Das Wort wird auch oft für jemanden genutzt, der ein besonderes Talent hat, das gegenüber anderen hervorstechend ist. And it's used to identify someone who is an upcoming star. They're not really, really famous, but they see this potential in them. Und es ist auch jemand, der vielleicht ein aufkommender Star wird, der zwar noch nicht ein Star ist, aber indem man dieses Potenzial sieht, dass er als berühmte Person, als Star eben aufkommen kann. And so when they use this word protege, Wenn also dieses Wort Günstling oder Schützling genutzt wird, it means they're going to rise up to be a star, often like someone in the past. dann bedeutet das, dass jemand als Star aufkommen wird und das dann verglichen mit jemandem aus der Vergangenheit. So that's how it's used most of the time now, although its original definition was slightly different. So wird dieses Wort heutzutage gebraucht, obwohl die ursprüngliche Bedeutung ein bisschen anders ist. We also looked at the word or the phrase, the French word vis-a-vis, or people say vis-a-vis. Wir haben auch das französische Wort vis-à-vis betrachtet. And what does that mean? Was bedeutet das? It means face to face. It's like a mirror. Es ist wie ein Spiegel einem gegenüber. In fact, Wir sagen is Gesicht that zu what you Gesicht. saw yesterday for Counterpart? You had a definition for mirror. Yeah. Ein Synonym dafür war ein Spiegel. So Einander gegenüber, Auge in Auge. we saw that it has this idea of a copy or something that's the same. Also wir haben diese Idee dahinter erkannt, dass es eine Kopie ist, etwas, das gleich ist. Okay, so then we moved to Webster's dictionary.
Dann sind wir zu Websters Lexikon gegangen, Wörterbuch. And he begins his definition Er fängt seine Definition wie folgt an. with the idea or the phrase that says the correspondent part. Und er fängt seine Idee an, dass diese das ist kein Deutsch. Sorry. Dieser entsprechende Teil, dieser übereinstimmende Teil. So do we have a good idea of when we say correspondent, what that would mean? Haben wir eine gute Idee, was denn dieses Wort entsprechend oder angemessen zu bedeutet? Es ist nicht das Gleiche und dennoch passt es zusammen. So it's not the same, but it fits together. I think that's a quite nice definition. Ich denke, das ist eine schöne Definition. Es ist nicht ganz das Gleiche und dennoch passt es zusammen. So often the correspondent is a reporter, a journalist. That's how it's normally used. Ein Korrespondent oder ein Berichterstatter, so wird dieses Wort meistens genannt But oder benutzt. when it's used as an adjective, Wenn aber dieses Wort als Adjektiv verwendet wird, correspondent means matching or agreeing. dann bedeutet das Wort vielmehr, dass etwas zusammenpasst oder dass es miteinander übereinstimmt. Also übereinstimmt mit oder We've gone entsprechend. from counterpart Wir kommen also von diesem Wort Gegenstück to correspondent und zu diesem Wort Korrespondent im Substantiv oder eben entsprechend im Adjektiv. and correspondent means matching or agreeing. Und das bedeutet dann dieses Zusammenpassen oder Übereinstimmen. The word comes from Latin, Dieses Wort kommt aus dem Lateinischen and it means to answer together. und das bedeutet, dass man zusammen antwortet. So you can see that the word correspondent, Man kann also erkennen, dass dieses Wort Korrespondent oder counterpart, entsprechend dieses Wort Gegenstück is not just two identical pens. bedeutet nicht, dass es einfach nur zwei identische Stifte sind, that stand separate to one another. die voneinander getrennt stehen. Inbuilt into this idea of duplication In diese Idee des Duplikats eingebaut is what? ist noch was, Connection. die Verbindung. So these things are connected together. Diese Dinge sind miteinander verbunden. So if you look at as I said, the word correspondent means matching or agreeing. Also wie ich gesagt habe, dieses Wort Korrespondent oder Korrespondenz bedeutet, dass es zusammenpasst und dass es miteinander übereinstimmt. So you see that there are two identical copies, Man sieht also, dass es zwei identische Kopien sind, but it also means to answer together. aber es bedeutet auch, dass sie einander antworten. So the word correspondent or to correspond Dieses Wort, ja, Korrespondenz oder eben entsprechen, means similar or equivalent in some respects, but otherwise they're different. dass eben diese Dinge in gewissen Art und Weisen gleich sind oder ähnlich sind, aber in anderen Dingen sind sie anders. So there's similarities, but there can be differences. Da gibt es also Ähnlichkeiten, aber es kann auch Unterschiede geben. So the point that we want to see Den Punkt, den wir also erkennen möchten, when you talk about the corresponding part, it's the part that connects to the object or the person that you have in front of you. can you today shorten your sentences? Also wenn man über diesen entsprechenden Teil spricht, I'll start again. So the Yeah. word correspondent, nochmals, also dieses Wort Korrespondent oder entsprechend, we've seen that, just go back to that dictionary definition. It means something that matches or agrees. ist also etwas, was zusammenpasst oder eben eine Übereinstimmung It da ist. means to answer together. Das bedeutet,
answer together makes in German not too much sense. It That doesn't make they- sense in English either. So I'll just read it means to answer together. That's what a direct English from Latin to English definition would be. Also vom Lateinischen, direkte Übersetzung von Latein ins Englische wäre zusammen antworten. Jetzt habe ich gefragt, na, das macht irgendwie zusammen antworten, was bedeutet das? If I wanted to talk about this pen Wenn ich also nun über diesen Stift sprechen möchte and I wanted to talk about the lid, und ich über den Deckel sprechen möchte, the way to understand them, die Art und Weise, wie man jetzt diese zwei Dinge versteht, they're different. sie sind unterschiedlich. But I'll just say it this way: the answer Aber ich sage so, die Antwort von beiden becomes complete ist dann die Vollkommen und die Vollständigkeit. when you put them together. Und zwar, wenn man sie zusammenfügt. So this idea of correspondent Also diese Idee des Übereinstimmen oder dieser Korrespondenz means matching bedeutet, dass sie zusammenpassen or agreeing together. oder dass sie eben übereinstimmen. So the pen and the lid, Der Stift und der Deckel, these match, these agree. diese beiden passen zusammen, sie stimmen miteinander überein. You could say Man könnte auch sagen, the red and the blue answer together or match together. könnte man auch sagen, sie antworten zusammen, beziehungsweise sie passen zusammen. Because you're going to base that connection with the color. Weil man hier jetzt dieses Zusammenpassen auf Grundlage der Farbe betrachtet. But as soon as I did that, Aber sobald ich das mache, you can see that doesn't correspond. dann sieht man, dass das jetzt nicht übereinstimmt. We can see that. It's the same thing, but there's no correspondence. Es ist zwar das Gleiche und dennoch gibt es da nicht die gleiche Entsprechung. They have to answer or they become complete when they're together. Und sie müssen also jetzt so zusammen antworten, beziehungsweise sie müssen zusammen zur Vollkommenheit kommen. So maybe we don't translate it this way. The English says to answer together, but that means they become complete. To answer means to become complete when they're together. Okay, dieses wortwörtliche zusammen antworten bedeutet vielmehr, dass sie zusammen komplett werden. The pen Der Stift is not complete by itself. ist für sich allein nicht komplett. Yes, it will die. It needs a lid, Er würde sterben, denn er benötigt diesen Deckel, but it has to have the proper color lid. aber er muss die richtige Farbe des Deckels haben. So that's what the word correspondent means, and that's what the word counterpart means because they're synonyms. Das ist also, was dieses Wort entsprechen, übereinstimmen, Korrespondenz bedeutet und auch, was dieses Gegenstück bedeutet, weil diese beiden Worte, Gegenstück und Korrespondenz, sind Synonyme. So the corresponding part to a bolt, Der entsprechende Teil zu einer Schraube, so here's the bolt. hier ist die Schraube. Remember we say counterpart Erinnert euch, wir haben gesagt, das Gegenstück means identical copy, bedeutet eine identische Kopie, but this pen is not the corresponding part to this one. aber dieser Stift ist jetzt nicht der entsprechende oder übereinstimmende Teil von dem anderen Stift. This is not the counterpart of this. Das ist also nicht das Gegenstück von dem anderen. Counterpart has this other fuller, deeper meaning. Das Gegenstück hat also eine viel tiefere Bedeutung. It means to make complete. Es bedeutet das vollständig machen. It means to fulfill its role, Es bedeutet, seine Rolle zu erfüllen, to make perfect. etwas zur Vollkommenheit bringen. So this, Das hier, its counterpart would be the lid, not the green pen. das Gegenstück von diesem Stift wäre der Deckel und nicht der grüne Stift. Hopefully we can see that. Ich hoffe, dass wir das so erkennen können. They don't have to be identical. In fact, they're normally not identical. Sie müssen also nicht identisch sein, denn normalerweise sind sie auch gar nicht identisch. In our class yesterday, In dem Unterricht gestern the example that we looked at was a bolt. haben wir das Beispiel einer Schraube betrachtet. And the counterpart of a bolt is not another bolt. Das Gegenstück einer Schraube ist keine weitere Schraube. The counterpart of a bolt is a nut.
Das Gegenstück einer Schraube ist eine Mutter. I think people struggled with that slightly. Leute hatten ein bisschen Probleme mit diesem Beispiel. When we looked at that dictionary definition, it said to answer together. Als wir die Definition aus dem Wörterbuch betrachtet haben, dann hat dieses Wort wörtlich bedeutet, zusammen zu antworten. That's a literal translation of the Latin. Das ist also eine buchstäbliche Übersetzung aus dem Latein. That means they're complete only when they're together. Es bedeutet, dass sie vollkommen sind, aber nur, wenn sie zusammen sind. Vielleicht a better word in German. Vielleicht ist ein besseres Wort nicht zusammen antworten, sondern zusammen entsprechen. It means to come to perfection. Das bedeutet auf jeden Fall, dass man zur Vollkommenheit gelangt. Do you want to? Esther's struggling with that. Are you okay with that German definition or not? It's still literal, but In the English, the literal doesn't make much sense either. It's not any easier in the English. she's more like co-responsible. That's what Yeah. When it says to answer together, it means the purpose only is understood or seen when they're together. You can't see the purpose on its own. Also It has dieses no purpose. zusammen antworten bzw. zusammen entsprechen bedeutet, dass sie nur zusammen einen Zweck erfüllen können. Allein getrennt haben sie diese Zweckerfüllung nicht. A nut has no purpose without a bolt, Eine Mutter hat keinen Zweck ohne nicht die Schraube als Gegenstück and zu haben. vice versa. Genauso andersrum. They only work when you bring them together, Es funktioniert nur, wenn man sie zusammenbringt. when they match or when they agree. Wenn sie übereinstimmen oder wenn sie eben zusammenpassen. That's what this concept of counterpart is trying to portray. Das ist das, was dieses Konzept des Gegenstückes aufzeigen möchte. Yes, you mentioned that between the nut and the bolt, there's always lifetime a force between those both. Gestern wurde genannt, dass zwischen der Schraube und der Mutter eine lebenslange Kraft oder Verbindungskraft besteht. Can we spiritualize that as well? Können wir das auch vergeistlichen? Let's say between a spouse. Explain. Zum Beispiel zwischen What are you thinking? zwischen Ehegatten, Ehepartner. So we know Wir wissen also, that this concept dass dieses Konzept is going to be introduced into the realms of human beings or in of living beings. die Gegenwart von Lebewesen eingeführt wurde. And we can see that counterpart can be used at different levels. Und wir haben gesehen, dass dieses Gegenstück auf verschiedenen Ebenen genutzt oder auch betrachtet werden kann. So we'll just go a little bit more through the literal. Wir gehen erst noch ein wenig mehr durch das Buchstäbliche. So we've got the correspondent part, the part that matches. Wir haben also diesen übereinstimmenden Teil betrachtet, dieser Teil, der miteinander übereinstimmt. The part that answers to another part. Ein Teil, der einem anderen Teil entspricht. When you were children, I'm sure you played these card games Als ihr Kinder wart, dann bin ich mir sicher, habt ihr diese Kartenspiele gespielt, where you would have to match the pictures. wo man diese Bilder zusammenfügen muss. Memory. No, not just memory cards, where you'd get an adult whale and a baby whale, and you'd have to match them. Ich meine jetzt nicht nur Memory, sondern zum Beispiel auch die Karten, wo man diesen erwachsenen Wal hat, den man dann mit der Karte des Babywals zusammenfügen muss. Or you could have 4 objects. Oder man hat 4 Objekte. You'd have an animal, a tree, a flower, and a house. Also 4 Gegenstände, ein Tier, eine Blume, ein Haus und ein Baum. Danke. And then you'd have another card, Und dann hat man noch eine weitere Karte which would perhaps be a puppy. und dann hat man vielleicht noch eine weitere Karte, die ein Welpe ist. And you'd say, what
of those 4 pictures does the puppy answer to, connected to? Und dann fragt man, okay, dieser Welpe, zu welchem dieser anderen 4 Karten passt er denn? And sometimes we actually do that when we do logic exams, even for a job interview. Manchmal macht man das auch, wenn man sich für eine Arbeitsstelle bewirbt und dann hat man so einen Test, einen Logiktest, da muss man das auch zuordnen. So that's what it means when it says the part that answers to another part. Das ist also, was es hier bedeutet, dass ein Teil einem anderen Teil entspricht. That's what Adam was faced with. Das ist auch das, womit Adam gegenübergestellt He wurde. was on his own, Er war alleine and God is asking him the question. und Gott stellt ihm die Frage. What question is he asking him? Welche Frage hat er gestellt? There's no verse that says this. Da gibt es keinen Vers dafür. What question is God asking him? Welche Frage stellt Gott an Adam? Möchtest du ein Gegenstück? Not do you want a counterpart? Die Frage ist nicht, möchtest du ein Gegenstück? He introduces him to a tree Er stellt ihm einen Baum vor and he asks, und fragt ihn, is that, no, not what you want to name it, is that, yes, is that your counterpart? die Frage war also, ist das dein Gegenstück? He looks at the tree, he looks at himself. Er schaut den Baum an, er schaut sich selbst an. And there's something about the tree that doesn't answer to him. Da ist etwas an dem Baum, das ihm nicht entspricht. The naming is incidental. Das Benennen des Baumes ist absichtlich. The object Nebensätzlich. Danke. the object of that exercise wasn't to name things. Der Grund dieser Übung sozusagen war nicht dafür, dass er den Dingen einen Namen gibt, It was a parable sondern ein Gleichnis, so that Adam could understand what his counterpart was. damit Adam verstehen lernen sollte, wer oder was sein Gegenstück ist. Then you go through all the animals, Und dann gehen sie durch alle Tiere hindurch and he realizes that none of them answers to himself. und dann erkennt er, dass keiner davon ihm entspricht. None of them are his counterpart. Keiner davon ist sein Gegenstück. So how would you feel Wie würdest du dich fühlen, that everything's there and you can't find the part that makes you complete? Wie würdest du dich fühlen, wenn du erkennst, dass alles da ist, aber es gibt keinen Teil, der dich vervollkommnet? So that'd be pretty depressing if you think about Das it. ist doch sehr deprimierend, danke. God doesn't have any conversations with him as far as we know. Soweit wir wissen, hat Gott keine Unterredung mit ihm. It was all a living parable. Alles war ein lebendiges Gleichnis. And I'm suggesting this idea about naming the animals is a children's version of that story. Und ich schlage vor, dass diese Idee, dass er den Tieren Namen gab, alles sozusagen die Kindergeschichtenversion This was not, war. he was not creating an encyclopedia of nature. Er hat jetzt keine Lexikon erfunden Of über nature. die Natur. Like you go to the letter D and you see all the animals that begin with D. That wasn't what he was doing. Dass man dann zum Beispiel zu dem Buchstaben D geht und dann hat man alle in der Natur gefundenen Dinge, die mit D anfangen, aber das war nicht God der Fall. was showing him through this experience what a counterpart was. Gott wollte ihn durch diese Erfahrung aufzeigen, was ein Gegenstück ist. God was trying to teach Adam. Gott wollte Adam lehren, I'll express it this way. und ich drücke es jetzt wie folgt aus. The pain or the heartache that God himself had gone through, was going through. So that Adam was going through. Is No, the same. God. God was trying to show Adam Gott wollte Adam also aufzeigen, the pain, the heartache und zwar den Schmerz und den Herzschmerz, that God had gone through and was going through. den Schmerz, durch den Gott schon hindurchgegangen war und durch den er
am Durchgehen ist. And instead of talking about it, he wanted to show him this. Und anstelle, dass er nicht nur darüber spricht, wollte er ihm es aufzeigen. Living practical examples In einem lebendigen, praktischen Beispiel. are much more effective than just words. Diese sind viel effektiver als nur Worte. So after showing Adam all of this, Nachdem er Adam nun all dies gezeigt hat, God does something for Adam hat Gott etwas für Adam gemacht, that God didn't do for himself. welches Gott für sich selbst nicht getan hat. What did he do for Adam? Was hat er für Adam gemacht? Er hat dieses Gegenstück geschaffen. Okay, so he created the counterpart. What is the counterpart? Er erschuf dieses Gegenstück. Und was ist nun dieses Gegenstück? No, what is a counterpart, not Ah, who. Nicht know it's wer, him. sondern was ist ein Gegenstück nun? Human. Not a being? Corresponding part. Okay, so it's the corresponding part, Es ist dieses übereinstimmende Teil, the part that answers to. Dieser Teil, der entspricht. Okay, so we're in Europe, Wir sind jetzt hier in Europa. so we use the metric system. Wir nutzen das metrische System. This bolt Diese Schraube is an M5 bolt. ist eine M5-Schraube. Metric, Es bedeutet metrisch 5 5. means 5 millimeter diameter. Bedeutet, dass diese Schraube einen Durchmesser von 5 mm besitzt. We're okay with that? What is the corresponding part or the part that answers to a bolt? Was ist jetzt nun dieser entsprechende Teil, dieser Teil, der hier zu dieser Schraube passt? No, it's a nut. Also erstmal, es ist eine Mutter. That's what we did. Das haben wir ja soweit schon besprochen. Now, a nut is not enough Aber eine Mutter allein ist nicht genug. because if it truly answers to the part, Denn wenn es wirklich diesem Teil entsprechen soll, it has to be of a specific size. muss es eine gewisse Größe haben. Oder muss sie We're eine okay gewisse with Größe that? So, what did God give to Adam? haben. Was hat also Gott an Adam gegeben, When he gave Eve to her? als er ihm Eva gegeben hat? What did he give to Adam? Why did you rephrase your question? I lost it. No, I just made a mistake. I said, why, when he gave Eve to him, Als er Eva ihm gegeben hat, which is his counterpart, welche ja sein Gegenstück ist, what did he give to him? was hat er ihm gegeben, When he gave the counterpart, the part that answers. als er dieses Gegenstück gegeben hat, dieses Teil, das ihm entspricht, oder ja. Original. Er hat das Original gegeben. The right Die- size, we'll go with that. Die richtige Größe. We had a picture here of two jigsaw puzzle pieces. Wir hatten hier ein Bild von 2 Puzzleteilen. Pattern is not enough. Muster Shape. ist nicht genug. Also die Form ist nicht genug. Has to be the right size. Es muss auch die richtige Größe So the haben. corresponding part to this bolt, Der entsprechende Teil für diese Schraube. when we did it yesterday, it was just a nut. Gestern haben wir nur über eine Mutter gesprochen. Now we're saying Aber jetzt sagen wir, it has to be an M5 nut. dass es eine M5-Mutter sein muss, That would make it the corresponding part. damit es nun zu diesem entsprechenden, übereinstimmenden Teil wird. So when he made Eve, Als er Eva erschaffen hat, what was Eve to Adam? was war Eva für Adam? I wanted us to see the word perfect. Ich möchte, dass wir das Wort perfekt erkennen. She was the perfect match for Adam. Sie war die perfekte Übereinstimmung für Adam. The corresponding part. Dieser entsprechende, übereinstimmende Teil. Are we okay with that? When did she become the corresponding part? Wann wurde sie denn zu diesem übereinstimmenden Teil? Dann, als ihr der Lebensodem eingehaucht wurde? Good. Gut. Straight away. Sofort There was no growth, no development, nothing. gab es keine Entwicklung, kein Wachstum.
She was his counterpart from day one. Sie war sein Gegenstück von Tag 1 an. We're okay with that? Können wir dem folgen? She was his perfect match. Sie war der perfekte Match. It didn't work this way. Er hat nicht wie folgt He funktioniert. didn't make Eve an adult Er hat jetzt nicht Eva als Erwachsener geschaffen. and Adam a child, a Und, boy. und Adam als Kind erschaffen. Would he have been Eve's counterpart? Hätte er dann das Gegenstück für Eva sein können? No. Nein. He didn't say, don't worry, Eve. Er hat nicht gesagt, ach, besorg dich nicht, Eva. Wait, how long? Warte mal, wie lang? Not 20, we just learned today it's 30. Warte 30 Jahre. He didn't say to Eve, wait 30 years and then you can have your counterpart. Er hat nicht zu Eva gesagt, na, warte mal 30 Jahre, dann wirst du dein Gegenstück haben. He was the counterpart from day one. Er war das Gegenstück von Tag 1 an. We okay with that? Sagen oder fragen. Could we raise the question? Das in dem Beispiel von dem Altersunterschied. In connection with the difference of age. Dass man in Adam, da er der jüngere Teil war, aber schon das Potenzial sah. Although Adam was the younger part, you already saw the potential in him. So wie wir vorhin das auch in einem Beispiel gebracht haben mit den Athleten. Like the example which we talked about the sportsman. Oder mit den Musikstars oder Moviestars. Man sieht das Potenzial, es wird dahin wachsen. Or the movie stars and the music singer stars, that there is a potential you see in it that they could Match it. reach and go there. You don't see a 5-year-old child Du schaust jetzt kein 5-jähriges Kind an, who hasn't proven or tested themselves die sich noch nicht bewiesen haben and say that that could be the counterpart of Leonardo da Vinci. dass er das Gegenstück von Leonardo da Vinci sein könnte. In that example, they have to show evidence. In diesem Beispiel müssen sie Beweise anbringen. You have to be an exceptional singer Du musst ein wirklich außergewöhnlicher Sänger sein, at 18, wenn du 18 bist. and then they say, this person sounds like this other famous singer from the past. Und dann sagen sie, diese Person hört sich an wie dieser andere berühmte Sänger aus der Vergangenheit. But if they wouldn't say that about me because I don't sing. Das würden sie nicht über mich sagen, weil ich singe ja nicht. So just seeing the potential Nur allein das Potenzial zu erkennen oder zu sehen, to see that there has to be evidence. dafür muss es Beweise geben. But what I want us to see Was ich aber nun möchte, dass wir erkennen, is that when God created them, ist, dass als Gott sie erschaffen hat, there wasn't any idea or any thought of potentiality. gab es keine Idee oder auch keinen Gedanken über dieses Potenzial oder diese. They were perfectly matched from the beginning. Sie haben von Anfang an perfekt zueinander gepasst. But I want to take your thought now. Aber ich möchte jetzt deinen Gedanken aufgreifen. So, if you have a dog, Wenn du einen Hund hast, can you train the dog kannst du diesen Hund trainieren, to do many things? verschiedenste Dinge zu tun. Dogs are one of the most trainable creatures that there are on this planet. Hunde sind die Kreaturen auf diesem Planeten, die man am besten trainieren kann. And I don't know if they say this in German, but what did they say about dogs with relation to men? Ich weiß jetzt nicht, ob man es im Humans. Deutschen auch sagt, aber was sagt man über Hunde in Beziehung zu den Menschen? A dog is a Ein Hund man's best friend. ist des Menschen bester Freund. Why do they say that? Warum sagt man das so? Because you can train a dog. Weil man einen Hund dazu erziehen kann. It's got inbuilt potentiality anyway, Er hat also in sich schon dieses Potenzial, but you can train it aber du kannst es erziehen, to be such a good companion dass er so ein guter Freund ist, that some people say, I don't need anything else on this planet. sodass Leute sogar an den Punkt gelangen, und zu sagen, ich brauche nichts anderes. So for many people, Für viele, their counterpart
ist ihr Gegenstück would be a dog, ein Hund. but not any kind of a dog. Aber nicht irgendein Hund, A trained dog, ein trainierter, ausgebildeter Hund. because even untrained shepherds are problematic. Und auch untrainierte Schäferhunde sind problematisch. Let's step back in our story. Lasst uns nochmal einen Schritt in unserer Geschichte zurückgehen. Adam Adam is created, wird erschaffen and God starts taking him to all these created things. und Gott zeigt ihm nun alle geschaffenen Dinge oder Wesen. And what does he begin to realize? Und was fängt er dann an zu begreifen? That he does not have a counterpart. Er erkennt, dass er selbst kein Gegenstück zu sich hat. They're good, Soweit, so gut. you can find pleasure, Oder sie sind gut und man kann auch Freude mit but ihnen they are haben, not his counterpart. aber sie sind nicht sein Gegenstück. Why did God do that to Adam? Warum hat das Gott mit Adam gemacht? Tease him, Ihn so geneckt, stress him, ihn in Stress verursacht, test him. ihn getestet. What point was God trying to make? Welchen Punkt wollte Gott hier machen? In English, you say you're trying to rub it in, rub this pain into you. Not Im pain into Englischen you. sagt man so, dass man, Do you call it rub in? You're trying to. You're deliberately trying to hurt someone. dass man sozusagen nochmal Salz in die Wunde streuen And möchte. if you make a mistake, Wenn du einen Fehler begehst, I could just ignore it and not point it out. dann könnte ich es einfach nur ignorieren und es gar nicht darauf aufmerksam machen. But I could keep on bringing it up in a conversation. Aber ich könnte es auch ständig in einer Unterredung In English, immer wieder aufbringen. we say we rub it in. We keep on bringing this point back. Also wir tun kontinuierlich nochmal Salz in die Wunde streuen. And I'm saying that's what God did. Und ich sage, das ist das, was Gott gemacht hat. Took him to a flower, then a tree, Ja. then the sea, then the animals, and he kept on rubbing it in. Er hat ihn zu einer Blume geführt, zu einem Baum, zu einem See, zu einem Tier und hat ständig diesen Punkt ihm unter die Nase gerieben. Sister Esther, what was he rubbing in to Adam? Was war dieses Salz in die Wunde streuen oder dieses unter die Nase reiben? Dass er kein Gegenstück hat. He said, you don't have a counterpart. Er sagt, du hast kein Gegenstück, keinen Partner. And then without any warning, Und ohne jegliche Warnung, I presume, there's no evidence, nehme ich an, weil dafür gibt es keinen Beweis, he gives him one, gibt er ihm ein Gegenstück. free of charge. Ganz kostenlos. No effort, no work, Er musste nichts dafür tun no development. und es gab auch keine Entwicklung. He gets his counterpart, the true counterpart, straight away. Er bekommt sein wahres Gegenstück einfach so direkt. So my question is, Meine Frage, why go through all of that exercise before? warum musste er dann dennoch durch diese ganze Übung zuvor gehen? I'll say it in English, I don't know how you're going to translate it. Why rub it into Adam? Warum Adam ständig das unter die Nase Does reiben? that work? Eve from the beginning, Wenn er Eva von Anfang an gehabt hätte, and then they would have fight. Fight? wenn sie dann gekämpft hätten, wenn sie gestritten Like, you hätten, know, they had a fight. gestritten hätten, Then one of them could have just said, okay, I'll go over there and I'll just join with the animals. und dann hätte einer sagen können, okay, ich gehe einfach weg und gehe jetzt zu den Tieren. No, that's not the reason. They're going to fight. They're nice people. But that way he knew he didn't have another option. Aber auf Sin- diese Art und Perfect. Weise It's not the same. wusste er ja, dass er gar keine andere Option hatte. Sinless beings don't fight. Sündlose Wesen kämpfen und streiten nicht. The value was increasing for him. Der Wert ist gestiegen für ihn. Okay, so we're getting closer. Wir werden immer näher. Didn't you say it? The, That it was a parable for him how God feels? did I already say that? Yeah. They forgot. Ich habe gefragt, ob er es nicht schon forgot vorher No, I hadn't. gesagt I forgot I hatte. said that, yeah. Und zwar, dass es ein Gleichnis für Adam war. Gott hat ihm aufgezeigt, wie es ihm selber geht. This is all a parable Das war ein Gleichnis, to show Adam
um Adam aufzuzeigen, how God feels. wie Gott sich fühlt. Because what did God not have? Denn was hatte Gott nicht? Counterpart. Didn't have a counterpart. Did not, Did not. so he has now. At that moment, he does not. Zu diesem Zeitpunkt hatte er kein Gegenstück. He creates Adam. Er erschuf Adam. Is Adam his counterpart? Ist Adam sein Gegenstück? Yeah. Okay, so we can say yes or no, but the answer is Wir könnten ja und nein sagen, aber die Antwort ist no. nein. Not like Eve. Nicht so wie Eva. What does Adam need to do Was muss Adam nun tun, to become the counterpart um sein Gegenstück zu werden? Of God? of God? Also das Gegenstück für Gott. He's already the counterpart of Eve. Er ist ja schon das Gegenstück von Eva. What does he need to do to become the counterpart of God? Was muss er tun, um das Gegenstück zu Gott zu werden? I'm assuming Ich nehme an, that he will become the counterpart of God. dass er zum Gegenstück für Gott wird. So let's make that assumption. What does he need to do? Folgen wir mal dieser Behauptung. Was muss er tun? God. Er müsste ein Gott sein. Adam is Adam ist. You need to grow. this big. Adam ist so groß. He needs to do what? Was muss er machen? Grow. He needs to grow Er up. muss heranwachsen. You want to say something? Oh. He needed to grow up. Er musste erstmal heranwachsen. Let's go back to our story. Lasst uns nochmal zurück zu unserer Geschichte gehen. Is Lucifer an angel? Ist Luzifer ein Engel? Yes. Ja. Is Lucifer the counterpart of God? Ist Luzifer das Gegenstück für einen Gott? I'm going to say no. Ich sage nein. When Adam was created, Als Adam erschaffen wurde, God is here, hier ist Gott, Lucifer is here. Luzifer ist hier. Where's Adam? Wo befindet sich Adam? Down here. Hier unten. He was made. Er wurde erschaffen. He was made a little lower than the angels. Er wurde etwas niedriger als die Engel erschaffen. So what does Adam need to do? Was muss also nun Adam tun? He needs to grow Er muss wachsen, in order um to become the counterpart das Gegenstück, of an angel. Gegenstück eines Engels zu werden? No. Nein. Adam Adam is going to grow up wird heranwachsen and he's going to stand on whose shoulders? und wird auf wessen Schultern stehen? He's going to stand on Lucifer's shoulders Er wird auf den Schultern von Luzifer stehen, so he can get up to the level of God. damit er zur Ebene Gottes gelangt. So Adam ends up becoming the counterpart of God. Adam ist dann letztendlich das Gegenstück Gottes. But when we say Adam, Aber wenn wir Adam sagen, we mean dann meinen wir humanity, die Menschheit. Adam and Eve. Adam und Eva. How did they get from here to here? Wie gelangen sie denn von hier hoch? So the mechanism that we've spoken about Den Mechanismus, über den wir gesprochen haben, is this person, ist, dass diese Person, the schoolmaster, der Schulleiter, Lucifer. Luzifer, He's the one that's going to drag them up, er ist derjenige, der sie hochziehen wird say, climb on my shoulders to get higher. und sagt, hier, klettere auf meine Schultern, damit du noch höher kommst. But there's another mechanism. Aber da gibt es noch einen weiteren Mechanismus. And what's that? Und welcher ist dies? Adam and Eve Adam und Eva are one another's, sind they're already one another's counterpart. jeweils voneinander das Gegenstück. So their own lives together Ihr eigenes Zusammenleben teach them lehrt sie about the potentiality of their lives with God. über das Potenzial, über das Potenzial des Lebens mit Gott. Eve with God, Adam with God. Eva mit Gott und Adam mit Gott. For them to understand how to be God's counterpart, Damit sie verstehen, wie sie zu dem Gegenstück für Gott werden, not only do they need to grow up sie müssen nicht nur heranwachsen with the help of Lucifer, mit Hilfe Luzifers, they're also going to learn from one another. sie müssen auch voneinander lernen.
Can you teach someone something that you don't know? Kannst du jemandem etwas lehren, das du selbst nicht weißt? No. Nein. If someone wants to learn something from me, I have to know it first in order for me to teach them that. Wenn du etwas selbst nicht weißt, dann kannst du es ja auch nicht. Jetzt habe ich es vergessen. Sorry, I got distracted. Er hat No. was anderes gesagt, aber vom Prinzip her hat er es gesagt, aber sorry. No, The it's okay. principle I got, but you said it in a different way and the repetition was the same as In before. order for Anyway. me to teach you something, Damit ich dir etwas lehren kann, I have to know the thing myself. muss ich die Sache erst selbst wissen. You don't do a course in mathematics Du and wirst, be je- taught by a historian or a history teacher. du wirst jetzt keine Mathestunde von einem Geschichtslehrer bekommen. What is Lucifer's job? Was ist denn die Aufgabe von Luzifer? The music. Ist No, er, not ist er music. nicht für die Musik zuständig? In our story, what's his job? In unserer Geschichte, was ist seine Aufgabe? Teaching Adam and Eve. To teach Adam and Eve about Adam und Eva über and bring them up Gott zu lehren und sie higher. höher zu bringen. What can he not do? Was kann er nicht tun? He cannot teach them something he doesn't know. Er kann ihnen nicht etwas lehren, was er selbst nicht weiß. What is Lucifer not? Was He's ist not Luzifer what? denn nicht? He's not God's counterpart. He's not a counterpart of God. Er ist nicht das Gegenstück von Gott. Therefore, he cannot properly teach Adam and Eve what it means to be a counterpart. Deshalb kann er Adam und Eva auch nicht darüber lehren, was es bedeutet, ein Gegenstück von Gott zu sein. So God has to do that. Gott muss dies tun. And what does God do when he creates Adam and Eve Und every evening? Und was macht Gott, was macht Gott jeden Abend, als er Adam und Eva In erschuf? the cool of the day. In Says in, der, I think that's how it says it in the in der English. Kühle des Tages. He walks through the garden and Er schreitet durch den Garten und spricht mit ihnen. so he walks and talks with them every day, Er spricht zu ihnen jeden Tag teaching them how to be his counterpart. und lehrt sie darüber, was es bedeutet, sein Gegenstück zu sein. Now, intellectual information is good, Intellektuelle Information ist soweit so gut, but apprenticeship is better. aber Ausbildung ist besser. So these two people Diese beiden Personen were created sind erschaffen worden, to be a living example of what counterpart actually looks like at its end, not at its beginning. sind ein lebendiges Beispiel dafür, was es bedeutet, ein Gegenstück zu sein. Und zwar nicht am Ende, sondern schon von Anfang an. So, like you said So wie du gesagt hast, about the potentiality, über das Potenzial. Eve is a woman, Eva ist eine Frau, Adam is a boy. Adam ist ein Junge. You can already see where this is going to go, Dann kann man schon erkennen, wo das hinführt. but it's not there yet. Aber so weit ist es noch nicht. So, in that sense, Adam, the boy, would be her counterpart. In diesem Sinne könnte oder würde Adam das Gegenstück von Eva sein. When they were created, Aber als sie erschaffen wurden, Adam and Eve, Adam und Eva, they were the counterpart of God, waren sie das Gegenstück Gottes. but not properly, Aber nicht vollständig, because they were made a little lower than angels, weil sie etwas geringer als die Engel erschaffen and wurden. angels are lower than God. Und Engel sind niedriger als Gott. So they have to get from here to here. Deshalb müssen sie von hier dorthin gelangen. One of them is through the instruction or help of Lucifer, Und zum einen durch die Hilfe und die Instruktion Luzifers. but the other one is what? Aber das andere ist from God himself. Not that bit. Nicht, Not nicht, from God. Nicht den Teil. From each other. From each other. Voneinander. The relationship that they have with each other Die Beziehung, die sie miteinander haben, was perfect from when? war perfekt von wann an? From the very beginning. Von Anfang an. And that perfection, Und diese Perfektion oder perfect Vollkommenheit, counterpart,
dieses perfekte Gegenstück, as they grew, wenn sie heranwachsen, would teach them what it means to be the counterpart of God. lehrte sie darüber, was es bedeutet, das Gegenstück Gottes zu sein. When God said to Adam, Als Gott zu Adam sagte, find your counterpart, finde dein Gegenstück, he says, there's no one here. sagt er, ich finde keinen. And God was saying to Adam, what? Und was sagt Gott dann zu Adam? No, not I make you one. Er hat nicht gesagt, okay, ich erschaffe dir einen. Now you know what I feel like. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Now you know how I feel. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. That's what he wanted to do for Adam. Das ist das, was er Adam aufzeigen wollte. Instead of making Adam wait, Und anstelle, dass er jetzt Adam einfach warten ließ, God said, hat Gott gesagt, I will make you one now. ich werde dir jetzt So dein Gegenstück you don't have to experience the pain, erschaffen, damit du diesen Schmerz nicht erfahren musst. the incompleteness that I experience. Und zwar diese Unvollkommenheit, die ich When God, erfahre. when God created Adam, Als Gott Adam erschuf, Sister Sarah, why did he make him that way? warum hat er ihn auf diese Art und Weise erschaffen? In pain, In diesem Schmerz. like half a person, half a thing. Sozusagen so diese halbe Person, diese halbe Sache. Why did he make him that way? Still the same answer? Sorry? Still the same I answer? don't know, you tell me. Parable, so that he understands what God feels like? No, not that answer. Why did God do it that way? Warum hat Gott ihn so erschaffen? Dass er hinterher den Wert besser schätzt. So that afterwards he sees the value or I'm going to suggest appreciates the value. God doesn't have a choice. Ich schlage vor, dass Gott keine Wahl hatte. This is not some experiment that he's going to do, Es ist jetzt kein Experiment, das er hier vollbringt, like playing around with our emotions. dass er mit unseren Emotionen ein bisschen herumspielt. When God creates, Wenn Gott etwas erschafft, there's one rule that he has to follow. gibt es eine Regel, der er Folge zu leisten What's hat. that rule? Was ist diese When he Regel? creates anything, Egal, was er erschafft. yes, a parable, but that's not good. If you Das follow ist- through with it, you'd get the right answer. Dass es ein Gleichnis sein soll. Ja, wenn du dem Ganzen folgst, dann kommst du zur richtigen Antwort. Adam was made Adam wurde erschaffen. like what? Or Wie was? in what? Er wurde als Ebenbild Gottes erschaffen. So now answer my question. Jetzt, When God creates anything, wenn Gott also egal was erschafft, it's always dann ist es immer ein Ebenbild Gottes. it's always in his own image. Es wird immer in seinem Bilde erschaffen. And what's God's problem? Und was ist Gottes Problem? What does he not have? Was hat er nicht? He doesn't have a counterpart. Er hat kein Gegenstück. He doesn't have a counterpart. So he has to create Adam with no counterpart. Er hat kein Gegenstück und somit muss er Adam ohne Gegenstück erschaffen. Why did he create human beings in the first place? Warum hat er überhaupt Menschen erschaffen? Because he wants a counterpart. That's why he creates human beings in the first place. What does first place mean? People say it's the first thing they create, but that's not what it No. means. Ein erster Grund, His wichtigster original Grund. purpose, Der ursprüngliche first place, the Zweck, original purpose of him creating human beings is what? der ursprüngliche Zweck und Gedanke, warum erschafft er überhaupt It's not Menschen? some experiment. Es ist nicht, weil er einfach ein Experiment machen möchte. It's to fulfill his own need. Es ist, um sein eigenes Bedürfnis zu That füllen. he's not complete without a counterpart. Er ist nicht vollständig ohne ein Gegenstück. And the counterpart he's created is humanity. Das Gegenstück, das er erschaffen hat, ist die Menschheit. But he wanted to show us many things. But one of the things he wanted to show us Er möchte uns vieles aufzeigen, aber eine Sache, die er uns aufzeigen möchte, is his own pain. ist sein eigener Schmerz. That's why he does it in two steps. Und First aus, Adam, then Eve. aus diesem Grund macht er es in 2 Schritten.
Can we be today God's counterpart? Because back then, Adam and Eve, they had to grow. And it seems like that we are so much worse than Adam and Eve. Wie können wir heutzutage Gottes Gegenstück sein? Es scheint so, dass wir heute noch viel mehr wachsen müssen, weil wir schlimmer sind als Adam und Eva damals. I'm not sure why you say worse. Ich weiß nicht, warum du sagst, dass wir schlimmer sind. They didn't have sin. They knew equality. There was perfect Sie hatten harmony. keine Sünde, sie kannten die Gleichheit, da gab es Harmonie. No sin. Keine Sünde? No sin. They knew about equality. Sie They were equal. kannten, sie No waren sin, equality, Gleichheit, Harmony. and harmony. Harmonie. And you're saying we can't have that now. Und du sagst, dass wir das heutzutage nicht haben können? I thought we were supposed Look to at have that us. last week, last year. Ich dachte, das sollten wir schon letztes Jahr gehabt haben. Yeah, and we're open about it and say we are not there yet. Und You're wir not? sind offen und sagen, so weit sind wir noch nicht. Bist du es nicht? Intellectually, What maybe. hinders you from Wa- being there? Was hindert dich daran, so zu sein? Habits, life, Gewohnheiten, Leben, sin. Sünde? Habits. Gewohnheiten. So you've got the excuse of habit. Du hast also die Entschuldigung der Gewohnheit. What excuse did Adam have? Welche Entschuldigung hatte denn Adam? No, he's doing the same things that he's doing the same wrong things that you're doing. Er hat die gleichen falschen Dinge getan, die du tust. Sin, equality, harmony. Sünde, Gleichberechtigung, Harmonie. He does all of that wrong. Er macht all das falsch. My question is why? Und meine Frage ist, warum? Because you've got a good excuse. Denn du hast doch gute Entschuldigung. What was his excuse? Was war denn seine Entschuldigung? God. Er hat seinen No. Nachbarn mehr als Gott angebetet? That's Nein, not his problem. das war nicht sein Problem. All I want to say, Alles, was ich hier sagen möchte, when you want to start saying who's better or who's worse, wenn du anfängst zu sagen, wer ist denn besser und wer ist schlechter, seems to me that we're better, not him. da scheint es für mich, dass wir eigentlich besser sind At als least er. you've got a good reason Denn du hast ja zumindest mal einen guten Grund for your bad behavior. für dein schlechtes Verhalten. He's inexcusable. Er ist entschuldbar. So I'm not persuaded so much that you're worse than him. Ich bin also nicht wirklich überzeugt davon, dass du schlimmer bist als He er. lives in the presence of God and he did that. Er lebt in der Gegenwart Gottes und er hat das gemacht. Us and Eve, we have to reach the same standard. Und dennoch müssen sowohl Adam, Eva und wir den gleichen Standard erreichen. We might have an better excuse, Wir mögen zwar eine bessere Entschuldigung but haben the standard is the same. und dennoch ist der Standard der gleiche. Your point was Dein Punkt war, that Adam was better than you. dass Adam besser ist als du. And I'm saying you're way better than Adam. Und ich sage, du bist viel besser als Adam. Way better. Viel besser. I think my point was that if it was already difficult for them and then they failed, what of a chance do we have? Ich When glaube, we're mein so Punkt much- war eher, wenn sie Even though we gefallen have an sind. excuse, we're way worse. What difficulty was there? I didn't translate. What difficulty did he have? Name what was so hard. Well, Welche Schwierigkeit hatten sie denn? Was hat es Just jetzt one so, thing, it was hard. schwer gemacht? instead of coming higher, they failed, they sinned. No. Anstelle, dass sie höher kamen, haben sie gesündigt. You told me what they did. I said, tell me what was so hard. Du hast gesagt jetzt, was sie gemacht haben, aber ich habe gefragt, was hat es so schwer für sie gemacht? I don't know. Weiß es nicht. So you can't see anything that was hard for them to do what they were told to do. Was war denn so schwierig daran, das zu tun, was ihnen gesagt wurde, was sie tun sollen? Well, it seems pretty easy to say, okay, don't eat that fruit. Es scheint sehr einfach zu sein, zu sagen, naja, ess einfach diese Frucht nicht. Not only does it seem easy, it was easy. Es scheint nicht nur einfach zu sein, es war einfach. So it wasn't hard for them. Is it hard for you? Es war also nicht schwierig für sie. Ist es nun schwierig für dich? Yes, because of habit. Ja, wegen Gewohnheit. They didn't know what this fruit tastes like. We know what it tastes like. Sie wussten ja gar nicht, wie die Frucht schmeckt, aber wir wissen, wir kennen den Geschmack der Frucht. Okay. So we'll go with that. It's harder for you, and yet you still achieve the same result.
Okay, dann ist es nun schwieriger für dich, aber dennoch wirst du das gleiche Ergebnis erlangen. However you look at it, I struggle why people think that Adam was better than us. Und egal wie du es betrachtest, ich weiß nicht, warum Leute damit Probleme haben, oder sagen, dass Adam besser war als wir. It just seems like Adam is here and we are here and we have catch up to do. Es scheint nur so, dass Adam hier oben ist und wir tiefer sind und es scheint so, dass wir erstmal auf die Ebene von Adam kommen müssen. Adam and Eve, Adam und Eva they gave up everything Haben- for nothing. alles aufgegeben und haben nichts bekommen. Sie haben alles für nichts aufgegeben. And you're willing to give up everything for something. Und du bist bereit, etwas aufzugeben für alles. Not for everything, right? If we give Also everything alles up, we aufzugeben get für etwas. everything. However you want to talk about everything, I'm just saying something is getting close to God. Okay. Was auch immer jetzt alles sein mag, aber ich sage, dass dieses Etwas, das man bekommt, das ist, dass man näher zu Gott kommt. Let me summarize. Zusammenfassend. God is going to create Adam and Eve. Gott erschafft Adam und Eva. They are their counterparts, Sie sind ein Gegenstück voneinander. fully formed, perfect. Vollkommen perfekt erschaffen. Before that, Und zuvor God wants to show Adam wollte Gott Adam aufzeigen, the pain that he himself, God, he himself feels. und zwar den Schmerz aufzeigen, den er, Gott, selbst spürt. That he doesn't have a counterpart. Dass er nämlich kein Gegenstück hat. And he does that Das macht er, by showing Adam all of creation indem er Adam die ganze Erschaffung zeigt. and this idea that he just is like this game of naming creatures is not what that story is about. Und diese Idee, dass Adam allen Dingen einen Namen gab, ist nicht das, was die Geschichte eigentlich sagt. Once Adam realizes his own pain, Als Adam seinen eigenen Schmerz erkannte, he can enter into the experience of God's pain. kann er nun in die Erfahrung von Gottes Schmerz eintreten. Immediately on the same day, Sofort, am gleichen Tag noch, God gives him his counterpart. gibt Gott ihm sein Gegenstück, So he knows damit er erkennt und weiß, by experience nämlich durch seine Erfahrung, not only what God wants to feel, nicht nur, was Gott möchte oder was Gott fühlen möchte, but he hasn't felt that way, aber er hat sich noch nicht gefühlt, but he also knows how to get to that place. sondern dass er auch weiß und erkennt, wie man an diesen Punkt gelangt. That's why Adam and Eve's sin is so grievous, Deshalb ist die Sünde von Adam und Eva so schwerwiegend, because Adam had something that God did not have. weil Adam etwas hatte, das Gott nicht hatte. Maybe we wouldn't even think about it like that. Vielleicht denken wir auf diese Art und Weise darüber gar nicht nach. Everything that God ever wanted, he gave to Adam at the very beginning. Alles, was Gott jemals wollte, hat er Adam von Anfang an am Anfang gegeben. And Eve and Adam threw all of that away. Eva und Adam, beide, haben all das weggeworfen. And they had no excuse to do that. Und sie hatten keine Entschuldigung dafür. It's not about eating fruit or not eating fruit. Es geht nicht nur darum, die Frucht zu essen oder nicht zu essen. It's about being given Es geht darum, this experience that answers to you, that fulfills your purpose, es geht um diese Erfahrung, dieses Gegenstück oder diese Entsprechung zu haben, and die den being, Zweck erfüllt and being willing to throw that away und die Bereitschaft, dies wegzuwerfen and saying this: und Folgendes zu sagen. I don't want to be a bolt. Ich möchte keine Schraube sein, I don't want to be a nut. ich möchte keine Mutter sein, I want to be a screw, ich möchte eine Schraube sein. because screws Denn Schrauben just function perfectly well by themselves. funktionieren auch alleine sehr gut. And so they want to not fulfill the purpose of their creation. Sie möchten also ihren Zweck der Erschaffung nicht erfüllen. That's what the eating of that fruit is.
Darum geht es bei dem Essen der Frucht. The knowledge of good and evil. It's not just about disobedience. Die Erkenntnis von Gut und Böse. Es geht nicht einfach nur um Gehorsam. It's the desire Es ist das Verlangen, not to have a counterpart. dieses Verlangen, kein Gegenstück haben zu wollen. And you can't function that way and you will die. Man kann so nicht funktionieren, denn dann stirbt man. The only way to live, Der einzige Weg, to um have zu leben, purpose, einen Zweck zu erfüllen oder zu is haben, to have a counterpart. ist ein Gegenstück zu haben. And that's what God had been waiting for millennia. Und darauf hat Gott seit Millionen gewartet. He creates human beings. Er erschuf Menschen. He even gets Lucifer involved. Er hat sogar Luzifer mit einbezogen. And it all goes wrong. Und alles schlägt fehl. And that's why Jesus has to come to earth, Deshalb musste Jesus auf die Welt kommen, because it's plan B weil das sozusagen Plan B war, to ensure um sicherzustellen, that the counterpart actually works. dass dieses Gegenstück funktioniert. I want to say was maybe it hurts Adam so hardly to lose Eve. Vielleicht That- schmerzt es Adam so sehr, Eva zu verlieren. So for him was more better to sin instead to lose Eve, because he got the experience that God not had, more or less, and he want not lose Eve. Für ihn war die Vorstellung, Eva zu verlieren, so schlimm, weil er ja wusste, was es bedeutet, kein Gegenstück zu haben, dass er Eva nicht gehen lassen wollte, Because there was one flesh. weil sie And ein to Fleisch say, waren. I throw away my flesh, Und zu sagen, dass ich sozusagen mein Fleisch wegwerfe, there was not enough trust in God to get another one. hatte er nicht genügend Vertrauen in Gott, dass er ein anderes Gegenstück And for bekommen this könnte. he began to sin. Und deshalb hat er gesündigt. There are many thoughts about that experience that you just speak of, Es gibt viele Gedanken über diese Erfahrung, wie du eben gesprochen hast. but I want to say one point. Aber einen Punkt möchte ich dazu sagen. He already had lost Eve Er hatte Eva schon verloren before that confrontation. vor dieser Konfrontation. Before she ever went to the tree, he had already lost her, Bevor sie überhaupt an den Baum gelangte, hatte er sie schon verloren. and she had lost him, Und sie hatte ihn verloren, because they were meant to work together as a team. weil sie eigentlich als Team zusammenarbeiten sollten. And even before she gets to the tree, they are both separating. Und selbst schon bevor sie an den Baum angelangte, hatten sie sich getrennt. And it's not just geography. Und es geht hier nicht nur um die Geografie. They're separating even in their minds. Sie hatten sich schon allein in ihren Gedanken getrennt. Being a counterpart Ein Gegenstück zu sein is worship. bedeutet Anbetung He should have worshipped her. oder Verehrung. Er hätte sie verehren und anbeten sollen. If you have a baby, Wenn du ein Baby hast, how long can you be without how long can you be separated from the baby? wie lang kannst du von dem Baby getrennt sein? You wouldn't leave the baby here Du würdest das Baby nicht hier lassen and say, wait here, I'll just be 5 minutes, need to sort something out. und dann sagen, warte mal hier 5 Minuten, ich muss erst mal kurz was fertig machen. With no supervision. Wir wissen, dass wir eine Übersicht, Who would do Überwachung that? haben sollen. Wer würde das tun? We know it's foolish. Wir wissen, dass dies töricht ist. That's what Adam did, that's what Eve did. Das ist das, was Adam getan hat und auch das, was Eva getan hat. They thought Sie dachten, we can be separate. wir könnten uns trennen. We wouldn't have any worries about doing that. Und sie hatten auch gar keine Sorgen, das zu tun. So by the time she's ate the fruit, brought another piece to him and he's eating it, and then he's going to say, I can't let her go. Also an dem Punkt, wo sie schon die Frucht gegessen hat und ihm eine Frucht bringt und er dann sagt, oh, ich kann sie gar nicht gehen lassen, That's many steps
Gingen schon viele Schritte voraus. after the initial separation had happened. Beziehungsweise das ist ein Schritt, schon viele Schritte danach, vor der eigentlichen, ursprünglichen Trennung. They were already not counterparts. Sie waren an dem Punkt schon längst keine Gegenstücke mehr. Warum hat er dann überhaupt die Frucht genommen und gegessen, It's like you said, wenn sie nicht einmal mehr Gegenstück waren? he comes to his senses. So wie du gesagt hast, es kommt auf seine Sinne an. He knows what is about to happen, Er weiß, was geschehen wird, that they're going to be completely and fully separated. dass sie vollkommen getrennt werden. At least he thinks he knows what's going to happen because he doesn't really know. Zumindest denkt er, dass er glaubt zu wissen, was geschehen wird, aber eigentlich weiß er es nicht. And he just continues Er, to do his own thing. er fährt einfach fort, sein eigenes Ding zu tun. He did his own thing to let her go by herself. Er hat seine eigene Sache gemacht, als er sie gehen lassen hat, um ihre eigene Sache zu tun. And then he tries to repair the damage by himself. Und dann versuchte er, den Schaden zu reparieren, und zwar ganz allein. It can sound noble and honorable. Das hört sich vielleicht sehr nobel und ehrhaft an. If you die, I'll die with you. Wenn du stirbst, dann sterbe ich mit dir. 'Cause that's what he was thinking. Das ist das, was er gedacht hatte. But in the back of his mind, Aber im Hinterkopf this is like blackmail. ist es wie Blackmail? Erpressung. He wants to blackmail God Er wollte Gott erpressen, because he says, if you kill her, weil er sagt, ja, wenn du sie then tötest, you have to kill me. dann musst du mich auch töten. And we all know, Und wir wissen doch alle, if you kill us, wenn du uns tötest, you have no counterpart. hast du kein Gegenstück mehr. It just gets more and more ugly the more you look at this. Je tiefer man das betrachtet, desto schrecklicher wird das Ganze. Dann war es ja Sünde schon vor dem Essen der Frucht. Das war Sünde im Kopf. Yes. Ja, Premeditated sin. es war bedachte Sünde. This is why I say, Deshalb sage ich, who's better, wer ist denn besser? Adam or Tamina? Adam oder Tamina? Because it sounds to me, Denn für mich hört sich so an, Tamina wouldn't do that kind of stuff. Tamina würde das nicht machen. Premeditated sin against God. Diese vorüberlegte Sünde Try to twist God's arm to get your way. und versuchen, Gottes Arm zu verdrehen, damit es auf deinen so funktioniert, wie du es dir denkst. Their behavior is just bad, Ihr Verhalten ist einfach nur disgusting. schlimm, hässlich, schrecklich, No one's deceived. anwidernd. Niemand wurde She wasn't deceived. Niemand wurde getäuscht, weder Adam noch Eva. Sure she does. Ich dachte, Ellen White sagt, dass sie getäuscht wurden. Natürlich sagt sie das. That's just God being kind. Das ist einfach nur, weil Gott freundlich ist. Let's be real. Lasst uns mal in der Realität These ankommen. people were created perfect. Diese Menschen wurden perfekt erschaffen. Angels had told her what to do. Angels Had told her what to do. Engel hatten ihr gesagt, was sie tun sollte. The Holy Spirit had convicted her when she was doing it. Und der Heilige Geist hat sie überzeugt, als sie es getan hat. There's no deception. Da gibt es keine Täuschung. And if I told you don't steal and you went to steal, Wenn ich dir sage, stehle nicht und du gehst dann und stiehlst, and I told you face to face, ich sage es dir von Angesicht zu Angesicht then I gave you a note, piece of paper, und ich gebe dir auch noch ein Schriftstück you walk into the crime scene, und dann gehst du in das Verbrechen put your hands in your pocket and you fill the note. und du steckst deine Hände in deine Hosentaschen und dann spürst du auch diesen Zettel. So my words are still with you. They're in your hand now. Meine Worte sind immer noch mit dir, sie sind in deiner Hand. You can't go and do the crime and say I was tricked. Dann kannst du nicht dieses Verbrechen begehen und sagen, oh, ich wurde hereingelegt. The sin is grievous what they're doing. Die Sünde ist schwerwiegend, die sie begehen. We Wir just say habit. sagen einfach nur Gewohnheit.
it's much harder for us. Es ist viel schwieriger für uns. She doesn't even have Satan communicating with her. Sie hatte nicht einmal, dass Satan mit ihr Tempting her. kommuniziert, der sie versuchte. There's not voices saying, come to the tree, it will all be good. Da gab es keine Stimmen, die ihr sagten, komm mal hierher zum Baum, das wird alles gut sein. Like you have. So wie du es hast. You have that. Du hast diese Stimmen. He speaks to you now, says, go on, do it. It'll be all good. It'll be fine. Er spricht jetzt zu dir und sagt, na komm, geh schon, mach es. Es wird alles gut sein. So you've got habit to deal with. Du musst also mit Gewohnheiten umgehen, Then the voice of Satan. mit der Stimme Satans. She has none of that. All das hatte sie nicht. It was not an accident that she was standing before the tree suddenly. Es war also kein Unfall, dass sie plötzlich vor dem Baum stand. It's as accidental. Es ist genauso No, I won't give that example. No, I don't think it was an accident. nein, ich glaube nicht, dass es They're trying to get zufällig people war. into trouble. Let's pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, we thank you. Unser himmlischer Vater, wir danken dir. Lord, help each of us Herr, hilfe jedem Einzelnen von uns, to desire to fulfill the role of being your counterpart. das Verlangen zu haben, die Rolle zu erfüllen, ein Gegenstück von dir zu sein. Help us to love you and to worship you. Hilf uns, dass wir dich lieben und dich anbeten. We pray in Jesus' name. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.